Hallo meine lieben Nudeln und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Sky Factory 3. So Leute, und damit geht es jetzt auch schon los mit der zweiten Folge und ihr könnt schon im Hintergrund sehen und hier überall, dass ich offline ein wenig gespielt habe. Und zwar haben wir jetzt eine automatische Cobblestone-Produktion. Wenn wir hier in die Kiste reinschauen, dann wird die ganze Zeit Cobblestone nachgefüllt. So wie haben wir jetzt Siebe, eine unendliche Wasserquelle, hier Wooden Barrels, mit denen wir kompostieren können und so weiter und so fort. Dann haben wir unsere Plattform ausgebessert. Wir haben uns Werkzeuge erschaffen mit Tinkers Construct. Sowie haben wir einen Ofen. Hier hinten haben wir auch die Plattformgröße gemacht und wir haben ein Oak Crucible, mit dem wir Wasser herstellen können. Sowie können wir in der Kiste schon sehen, wir haben Rohstoffe. Wir haben Rohstoffe, sowie haben wir ganz vieles anderes Zeug, denn das wollte ich endlich geklärt haben und das ist jetzt sozusagen erstmal die Grundlage hier. Ihr könnt sehen, das ist direkt ein Block, der das alles herstellt. Und zwar ist das ein Cobblestone Generator Block sozusagen. Wenn wir hier jetzt mal reinschauen, dann haben wir hier Cobblestone Generator und hier ist das Crafting Rezept. Das heißt, wir haben dazu bloß 6 Cobblestone gebraucht, ein Glas in der Mitte und dann ein Lava und ein Wassereimer. Und damit stellt er unendlich Cobblestone her. Und er macht, glaube ich, pro 4 ja, makes one cobblestone block every 40 ticks. Oder 40 ticks. Das heißt, der macht sozusagen alle 40 Ticks, macht er einen Cobblestone. Und das ist relativ gut für den Anfang. Und wir können hier sehen, das ist einiges an. Also das ist ganz schön schnell. Das ist auch gut, denn das brauchen wir. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Cobblestone raus. Dann können wir ja gleich mal an der Rohstoffeproduktion weiterarbeiten. Ja, und an alle, die hier aus Deutschland kommen, wünsche ich natürlich einen wunderschönen 1. Mai. Oder auch an die Länder, die das sonst noch haben. Ich weiß jetzt nicht, ob nur Deutschland den Tag hat oder ob auch, keine Ahnung, Österreich oder Schweiz sowas hat. Denn eigentlich aus der Geschichte lässt sich ja ableiten, dass eigentlich nur Deutschland sowas haben sollte, weil am 1. Mai war was Besonderes. Aber ich bin kein Geschichtslehrer, deswegen muss ich das euch jetzt nicht sagen. Das ist auch bloß Nebenwissen. Jedenfalls wünsche ich euch einen schönen 1. Mai. Das kann man ja mal machen. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe das alles mit einmal abgebaut. Das Ganze nennt sich Ore Excavation. Mit dem kann man dann mit einem Knopfdruck, ich habe das Ganze auf Alt gelegt, das heißt, ich muss Alt drücken und das abbauen, dann baue ich das Ganze alles automatisch mit einmal ab. Das ist sehr, sehr praktisch, aber das geht natürlich auch auf die Haltbarkeit, aber kommt aber dasselbe am Ende raus. Aber es ist auf jeden Fall schneller und das ist doch das, was wir haben wollen. So, hier nehmen wir noch das andere Gravel mit raus, was ich von vorher hatte. Können wir uns dann nachher gleich auch noch ein Flint Mesh machen. Dann, nee, Flint Stiffenet Mesh. Dann können wir sozusagen damit noch andere Sachen rausbekommen, als nur. Oh, was soll denn das jetzt? Ey, bitte hör auf. So, Dankeschön. Denn es gibt verschiedene Meshes, mit denen man unterschiedliche Sachen rausbekommt. Und ja, wir machen uns dann nachher gleich erstmal das Flint Stiffenet Mesh, denn das bringt sowas, dass wir
Cover dadurch bekomme. Oder wir könnten uns auch ein Iron Stiffnet Mesh machen, dann würden wir zum Beispiel Dias und mehr Eisen rausbekommen, was auch sehr praktisch ist. Ihr habt gesehen, wir bekommen hier trotzdem Copper raus, aber beim Flint Stiffnet Mesh bekommt man dann noch andere Sachen sowie mehr Copper raus als so. Zack, knackig. Machen wir uns noch ein bisschen Eisen. Können wir uns das Copper gleich auch noch machen. Können wir uns alles. Hey, mein Copper. Was? Das gehört euch nicht. Das gehört alles mir. Und das bleibt alles so, wie es ist. Erstmal können wir nur mal eine Runde schlafen gehen. Zack. Das hat gerade circa eine halbe Stunde gedauert, aber es ist eigentlich nichts Besonderes, da es eigentlich die Grundlagen für den Anfang sind. Kann man sich überall alles reinlesen und was weiß ich nicht. Geht eigentlich ziemlich fix meiner Meinung nach. Also man hat halt das Cobblestone gebraucht, man hat halt das Glas gebraucht, indem man Sand hergestellt hat. Das geht so, man hat dann halt Cobblestone, das hämmert man dann bekommt man Kies raus, dann nochmal hämmern, dann bekommt man Sand raus. Und Lava und Wassereimer, naja gut, das geht eigentlich einfach, man kann diese Clay Buckets ja machen und das ist dann relativ unaufwendig, also das ging relativ schnell. Clay Buckets, wer nicht weiß, wie man Clay bekommt, man muss in einem wassergefüllten Barrel, muss man dann einfach Dust reintun. Dust bekommt man dann, wenn man nochmal Sand hämmert. Ist eigentlich relativ selbsterklärend, das Ganze. Wer das Modpack selber mal spielen möchte, braucht dazu den Curse Launcher, der dann mit Twitch verbunden ist. Und da könnt ihr euch sozusagen dann über Minecraft anmelden und euch das Modpack hier herunterladen. Das Modpack ist ja Sky Factory 3. Das müsste dann auch unter den neuesten oder unter den beliebtesten sein, wenn ihr alle Modpakete durchsucht und FTP Modpakete durchsucht, ist das alles kein Problem und alles zu finden. Ich glaube, wir kümmern uns diese Folge einfach mal darum, Eisen zu gewinnen. Oder was machen wir diese Folge? Sollte sich da jetzt lohnen? Man könnte zum einen Eisen gewinnen und dann sozusagen ein Iron Stiffnet Mesh machen oder erstmal ein Flint Stiffnet Mesh machen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge und in dieser Folge oder in der restlichen Folge jetzt sozusagen kümmern wir uns um die Kokerei. Müssen wir einfach mal add immersive. Ja, man müsste es erstmal richtig schreiben können. Immersive Engineering. Oh! Vielleicht müsste man dazu auch ein wenig Englisch können. So, hier, Coke Bricks. Die wird sozusagen aus Coke Bricks hergestellt. Und für die braucht man Sandstein, Clay und Bricks. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Die Grundlage dafür ist Cobblestone. Und den haben wir ja. Das heißt, das sollte nicht das Problem sein. Das heißt, wir werden diese Folge ein wenig hämmern. Das Ganze. Ist jetzt keine so spannende Arbeit, aber man sollte es gemacht haben, denn mit der Kokerei kann man dann tolle Sachen machen. Man kann dann nämlich, bitte lauf, jetzt habe ich wieder vergessen, behandeltes Holz herstellen und mit diesem behandelten Holz kann man dann, also treated wood, kann man dann sozusagen Windräder machen. Für Windräder braucht man natürlich dann später auch noch Hanf. Dafür braucht man Hanfsamen und die kriegt man dann raus, wenn man dann zum Beispiel ein bisschen Erde siebt.
aber das sollte nicht das Problem sein. Sozusagen ist es eine Grundlage für Strom. Man kann da zum Beispiel auch Wassermühlen draus machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehr praktisch das Ganze. Und das braucht man sowieso später dann noch für den Blast Furnace. Der Blast Furnace wird dann auf jeden Fall nochmal schwieriger, denn da brauchen wir dann ganz viel Redstone und Lava brauchen wir dann ordentlich. Das wird dann auch noch seine Zeit kosten. Das wird dann auch noch spaßig. Halt, das kommt hier nicht hin, das ist mir zu nah an dem Block dran. Das könnte gefährlich sein. Ich glaube, da wird mein Hammer zu nicht ausreichen. So, machen wir das Ganze erstmal ab. Oh, das vielleicht noch weg. Und das und dann können wir, zack, haben wir das alles weg. Jetzt ist unser Hammer kaputt gegangen, aber wir haben dafür schon einmal Gravel und ich würde sagen, wir craften uns noch erstmal ein paar neue Hämmerchen, wenn wir nicht das Holz weggelegt hätten. Wir sind sehr professionell auf jeden Fall. Auf jeden. So, da haben wir 2 Hämmerchen. So, und jetzt machen wir das Ganze mit Gravel. Das heißt, ihr seht ja auch nochmal die Prozedur, wie das Ganze mit dem Sand und so war. Ja, wir brauchen das ganze Zeug eh, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein und wenn, dann geht das auch. Und das geht auch ziemlich schnell. Wenn wir es diese Folge nicht mehr schaffen sollten, was denke ich auch. Oh, bin ich behindert. Mann! Dankeschön. Geil. Ah, wir sind doch richtig schön behindert. Sind wir runtergefallen. Kann jetzt aber auch egal sein. Wir haben ja jetzt unendlich von dem Zeug. Das dürfte nicht mehr das Problem sein. Dann machen wir uns einfach mal schnell noch ein Bäumchen. Auch natürlich Platz zum Wachsen. Zack. Ein Holz, bitteschön, danke sehr. Das bauen wir dann restlich noch ab. Zack. Jo. Das spielt einfach verrückt hier, wenn ich so normal spiele wie jetzt gerade einfach mal. Ich verstehe es gerade, ich verstehe es selbst nicht. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass mein PC so belastet ist. Hier, ich hüpfe nicht mal. Das regt einen auf. Deswegen macht es auch keinen Spaß, das so zu spielen und deswegen spiele ich das lieber offline. Ist, denke ich, verständlich. So, dann bauen wir mal den Rest hier ab. Okay. Ihr seht ja selber, dass ich irgendwie laufe wie so ein Nashorn, wie so ein Elefant hier, der sich nicht steuern kann. Ja, ich kann mich auch nicht wirklich gut steuern. Normal offline, richtig geil ist das da, auch vom Spielerlebnis her, da macht das richtig Fun. Aber so wie es jetzt hier ist, könnt ihr ja sehen, das macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen habe ich auch eigentlich gar keine Lust, hier irgendwelche Folgen rauszuhauen, weil ich einfach keine Lust habe aufzunehmen, weil das dann so leckt. Ich mache es aber trotzdem, weil ich euch das mitteilen möchte. Und meinen Kanal lösche ich nicht, nein.
weil ich einfach mal Lust habe, das euch zu zeigen. Das dürfte ja nicht das Problem sein. So, jetzt haben wir das. Jetzt fehlt uns natürlich der Eimer. Dazu müsste man erstmal ein bisschen. Ja. Wir brauchen Clay. Haben wir bitte noch Clay? Ja, wir haben noch. Oh, gut, ich habe den Bucket hier reingetan. Guter Junge. Und der Strahl nervt. Ist halt so, wie es ist. Ich hab den zwar hier reingesetzt, aber das muss mal. Achso, weil ich wahrscheinlich gesneakt habe. Na gut, das kann sein. Zack, das. Weg. Oh, ich bin fast wieder runtergefallen. Ich springe überhaupt nicht. Lass das. Bitte setzt das doch mal ordentlich, Junge. Es kann doch nicht so schwer sein. Oh. Hallo. Piep. Es ist extremst schwierig hier. Und warum das gerade so grün ist, weil die ganze Zeit das Ding durch mich durchgeht. Und weil es nicht weggeht. Ganz einfach. Hier, könnt ihr ja sehen. Das Ding ist hier bald so riesig, dass es mich die ganze Zeit verfolgt. Es drückt mich die ganze Zeit in eine Richtung. So, jetzt mache ich. Ich mache eigentlich gar nichts, außer meine Sneak-Taste gedrückt halten. Und der macht trotzdem irgendwas. Und ich habe da immer ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Was auf uns gerade passiert ist. Was richtig belastend ist. Jetzt läuft es überhaupt nicht mehr. Jetzt läuft er gar nicht mehr erst. So, jetzt läuft er kurz wieder. Ah, bitte einmal nein. Och, tut das doch einfach da rein und nicht wieder raus. Ich habe es doch genau dort hingelegt. Naja, das Ganze tue ich dann wieder offline nachholen und nächstes Mal haben wir dann die Kokerei. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ihr könnt ja mal mir schreiben, wie ich das Ganze hier bewältigen soll, weil so ist es sehr schlecht, irgendwie was aufzunehmen und ich versuche natürlich die Folgen zu bringen. Bloß, wie soll ich sie bringen, wenn sowas hier der Fall ist? Oh, ich bin fast wieder runtergefallen. Ich mache jetzt hier einfach Wassereimer hin. Irgendwo an der Seite, damit ich in den Folgen dann einfach nicht runterfalle. Oder sozusagen, wenn ich runterfalle, das ist da einfach, dass ich da einfach wieder vom Wasser aufgefangen werde. Sozusagen wie ich save mich ab. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
Nein, bitte fall nicht runter. Kommt vielleicht so, als würde ich das Spiel nicht selber spielen, sondern irgendein Computer, der mich hier runterholen will. Liegt aber alles im Aufnahmeprogramm. Kann ich nicht für. Also bitte entschuldigt das, weil das zieht einfach so dermaßen. Und da läuft Minecraft nicht. Da läuft es einfach nicht. So, gut. Jetzt wisst ihr, was Sache ist. Und da machen wir dann hier an der. Na gut, nicht hier an der Stelle, aber auf jeden Fall, wenn ich die Kokerei dann fertig habe, machen wir dann hier am Ende weiter. Das war es für diese Folge gewesen. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Mädchen.